Hallo, schön, dass ihr da seid. Im heutigen Video möchte ich darüber sprechen, wie man das richtige Buch findet. Das geht jetzt natürlich nicht an die ganzen Buchnerds, die sowieso jede Neuerscheinung kennen, sondern gerade die Leute, die sich vielleicht zum Ziel gesetzt haben, mal wieder etwas mehr zu lesen oder überhaupt anzufangen zu lesen. Und was vermeintlich einfach klingt, ich fange einfach an zu lesen, ist es gar nicht. Also, wie findet man das richtige Buch? Nach den Zahlen vom Deutschen Börsenverein sind in 2021 nur in Deutschland über 71.000 neue Bücher erschienen. Also das ist eine Zahl, die kann schon ziemlich überwältigend sein. Und sich aus diesem Wust nur der Neuerscheinungen, also nicht der Bücher, die es ohnehin schon lange gibt, ein Buch herauszusuchen, ist tatsächlich wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Also, wie mache ich das jetzt? Zum einen sollte man sich erstmal überlegen, welches Genre möchte ich lesen. Also was heißt Genre? Es gibt natürlich unterschiedlichste Bücher zu unterschiedlichsten Themen. Es gibt Krimis, es gibt Romane, es gibt Liebesromane, Thriller, Horror, es gibt Reiseberichte, es gibt Erfahrungsberichte, es gibt Sachbücher zu allen möglichen Themen und noch viele mehr. Also, das wäre jetzt das Erste zu klären. Was möchte ich denn gerne lesen? Was ist ein Thema oder eine Geschichte, die mich interessieren würde? Lese ich lieber was Gruseliges oder lese ich was Romantisches oder will ich einfach was über ein Land erfahren, in das ich vielleicht im nächsten halben Jahr hinreise? Das heißt, man versucht erstmal für sich das Genre herauszufinden. Was würde mich am allermeisten interessieren? Und wenn ich das ein bisschen für mich kanalisiert habe, dann wird es schon viel, viel einfacher. Weil dann kann ich zum Beispiel auch in die Buchhandlung gehen, bei mir vor Ort und nachfragen, zu sagen, ich würde gerne einen guten Krimi lesen oder ich würde gerne einen Liebesroman lesen. Dann können die Leute da, die im Verkauf arbeiten, auch schon ein bisschen mehr mit anfangen und man kann dann gemeinsam vielleicht nach einem Buch suchen. Man muss es auch immer so verstehen, also gute Bücher zu finden, die zu einem passen, weil nicht jedes Buch passt zu jedem Leser oder jeder Leserin, ist tatsächlich ein Prozess. Man muss da so ein bisschen anfangen, man muss ausprobieren, man muss gucken und wenn man dann tatsächlich vielleicht auch ein Buch gefunden hat, was einem sehr, sehr gut gefallen hat und das Glück hat, dass der oder die Schriftstellerin tatsächlich auch schon mehrere Bücher geschrieben hat, dann hat man schon mal eine ganz gute Richtschnur und kann erstmal anfangen, vielleicht von diesem Autor oder der Autorin weitere Bücher zu lesen, weil man dann relativ sicher sein kann, dass das die Bücher sind, die einem gefallen. Was auch gut ist, ist, wenn man ein Hobby hat und dieses Hobby sich auch in Büchern wiederfindet. Dann hat man vielleicht auch schneller einen Anknüpfpunkt, wo man etwas lesen kann, was einen sowieso schon stark interessiert. Also das ist auch immer noch mal ein Hinweis zu gucken, ach ja, wenn ich gerne reise, dann lese ich vielleicht erstmal ein paar Reiseberichte oder wenn ich gerne im Garten unterwegs bin, dann lese ich das Buch von Maike Winnemuth im Garten beispielsweise und so weiter. Da können dann aber tatsächlich die Verkäuferinnen und Verkäufer vor Ort auch gut weiterhelfen, wenn man schon eine gewisse Art von Vision im Kopf hat, in welche Richtung man tatsächlich lesen will. Letztendlich ist das Lesen auch immer eine Gewohnheit. Also das heißt, man muss es trainieren. Man muss das Lesen tatsächlich so ein bisschen trainieren wie eine Sportart. Also wir sind letztendlich bequem als Menschen und ja, wenn man abends nach Hause kommt und man erschöpft ist oder müde ist oder so ein bisschen Zeit für sich haben will, dann ist es viel, viel einfacher, sich aufs Sofa zu knallen und ein bisschen Netflix zu gucken und sich berieseln zu lassen und gar nichts mehr zu machen. Weil man muss es auch klar sagen, wenn man liest, ist man viel mehr gefordert. Man muss die Wörter lesen, man muss aus den Wörtern im eigenen Kopf Bilder generieren und das Ganze muss einen auch noch packen. Also es ist auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden, das muss man schon sagen. Aber man trainiert es auch. Wenn man sich jetzt vornimmt, als neue Gewohnheit, jeden Abend 10 Minuten vor dem Einschlafen zu lesen, dann ist es eine gute Trainingsmethode und sie hat noch den Effekt, dass man kurz vor dem Einschlafen nicht mehr in ein elektronisches Gerät guckt. Also es gibt ja Untersuchungen, die besagen, dass wenn man eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, kein elektronisches Gerät mehr vor den Augen hat, dass es definitiv den Schlaf verbessert. Also 10 Minuten vor dem Einschlafen zu lesen,
hilft dann tatsächlich auch, den Schlaf zu verbessern. Und man trainiert es. Dann werden es vielleicht am Anfang sind es 10 Minuten. Wenn das Buch gut ist, wird es vielleicht auch mehr. Aber wenn man es regelmäßig macht, so ähnlich wie Zähneputzen, man integriert es in die Abendroutine, dann kommt man auch besser rein in das Lesen, als wenn man jetzt nur alle paar Monate ab und an mal irgendein Buch greift und eigentlich nicht weiß, was es soll. Ja, wenn man tatsächlich wieder ganz neu anfängt zu lesen, dann ist auch die Frage, macht es vielleicht Sinn, mit weniger Text zu arbeiten? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Fakt ist, dass es mittlerweile ganz, ganz viele tolle Bücher und auch klassische Bücher in Form einer Graphic Novel gibt. Das ist so ein Zwischending zwischen Comic und Buch. Das heißt, es sind diese Texte, die aber in einer Bildform, also wie ein Bilderbuch auch für Erwachsene, verarbeitet sind. Die sind teilweise sehr, sehr hochwertig gemacht mit wunderbaren Bildern innen drin und der Text ist eben reduziert. Das kann aber wirklich helfen, besser in das Lesen reinzukommen, wenn man länger nicht gelesen hat. Und es gibt eben auch, wie gesagt, es gibt jetzt beispielsweise Harry Potter auch als Graphic Novel. Das ist dann nicht so ein Riesenbuch, das man lesen muss, aber es ist dann eben ein Buch mit Bildern und es fällt einem einfacher, dann in das Lesen reinzukommen. Es gibt also unterschiedliche Darreichungsformen des Lesens. Gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit, das Buch als Hörbuch zu hören. Ist auch ein total guter Einstieg, vor allem wenn man irgendwie wenig Zeit hat über den Tag. Und dann kann man aber, wenn man im Bus sitzt, in der Bahn sitzt oder auch im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, ein Hörbuch hören. Es gibt unterschiedliche Plattformen. Mittlerweile gibt es auch ziemlich viele Hörbücher auf Spotify, wenn man sowieso schon einen Spotify-Account hat. Es gibt Audible, es gibt Bookbeat, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man auch in verschiedene Büchereien hören kann, ohne gleich sich auf eins festlegen zu müssen. Das ist, meine ich, bei Bookbeat so. Und das ist auch tatsächlich eine Form des Lesens. Ja, man liest zwar in dem Sinne nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren, aber mittlerweile gibt es sehr viele sehr gute Sprecher auch bei den Hörbüchern. Die sind hochwertig produziert und es macht wirklich Spaß, ein Hörbuch auch zu hören. Also es ist auch ein Zugang zu Büchern, der es einem erstmal vielleicht leichter macht. Großer Tipp, bitte nehmt euch am Anfang, wenn ihr wieder anfangt zu lesen, kein Buch, was irgendwie 1000 Seiten hat, weil dann hat man schon keine Lust mehr. Ich bin auch jemand, obwohl ich relativ viel lese, ich lese lieber tatsächlich also schmalere Bücher, so bis 300 Seiten, 400 Seiten. Das ist schon so meine Obergrenze. Wenn ich so ein dickes Buch liegen habe, dann habe ich schon manchmal innerlich keine Lust mehr, egal wie gut das Buch ist, weil ich denke, oh nein, das ist so lang und wie lange werde ich da wohl dran lesen und so weiter. Und wie gesagt, das Lesen ist eine Übungssache. Je mehr man liest, desto schneller wird man auch mit dem Lesen. Aber es ist natürlich auch kein Sport im Sinne von, ich muss jetzt ratzfatz so und so viele Bücher lesen. Es gibt Leute, die das machen, die irgendwie ein Ziel haben, ich will jetzt 60 Bücher im Jahr lesen. Egal. Wenn man wieder anfängt zu lesen und das Lesen mehr in sein Leben integrieren will, sollte man sich die Ziele so setzen, dass sie auch erreichbar sind. Also beispielsweise nehmt euch vor, 3 bis 5 Bücher in einem Jahr zu lesen. Besser als gar kein Buch. Oder man geht es in diese 12-Wochen-Schritte. Also in 12 Wochen lese ich ein Buch. Das überfordert einen nicht. Es ist vielleicht für einen persönlich auch eine realistische Vorstellung zu sagen, okay, das Buch, 3 Monate schaffe ich. Ja, das sind diese Häppchenformen, die man sich machen kann, um weiter mit dem Lesen voranzukommen und nicht einfach so schnell frustriert zu werden. Neben dem Format der Hörbücher gibt es natürlich auch noch die sogenannten E-Book-Reader. Die E-Book-Reader finde ich auch eine feine Sache. Die haben folgenden Effekt. Man hat also so ein kleines, dünnes Teil, was nicht viel wiegt. Aber in diesem Teil kann ich wirklich ganz viele Möglichkeiten haben, mehrere Bücher oder auch Leseproben mitzunehmen. Zum Thema Leseproben wollte ich eigentlich auch noch was sagen, weil es auch bei den Verlagen als auch online in den Bookstores gibt es eben ganz, ganz viel die Möglichkeit, sich erstmal eine Leseprobe des gewünschten Buches runterzuladen. Das heißt, man hat irgendwie 10 bis 20 Seiten, in denen man in das Buch hineinlesen kann.
Das hilft einem schon ganz schön, weil man dann schon merkt, ist der Stil, den der Autor oder die Autorin verwendet, passt der zu mir, catcht mich das? Weil wenn ich das Buch anfange zu lesen und nach 15 Seiten das Gefühl habe, irgendwie weiß ich nicht und so, dann kann man es eigentlich tatsächlich schon weglegen, weil dann hat es einen nicht erreicht. Also ein Buch muss meiner Meinung nach relativ schnell funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es kein schlechtes Buch, aber es ist eben nicht das richtige Buch für euch. Also weitersuchen. Es ist tatsächlich eine Suche und man muss ein bisschen gucken, dass man das, was zu einem passt, findet. Und es ist auch so, dass Bücher immer zu bestimmten Lebenssituationen passen oder in bestimmten Situationen nicht passen. Also ich habe auch Bücher, die habe ich angefangen zu lesen, dann waren sie nichts, dann habe ich sie ins Regal gestellt, dann habe ich sie vielleicht 2 Jahre später wieder rausgeholt und auf einmal haben sie gepasst. Also es ist tatsächlich ein fließender Prozess, dass das Buch zum Leserin und Leser passt und umgekehrt. Ja, und zurück zu den E-Book-Readern. Bei den E-Book-Readern finde ich es richtig, richtig gut, dass ich abends im Bett, wenn mein Mann schon schlafen will und das Licht aus ist, mit dieser leichten Beleuchtung noch ein bisschen lesen kann. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht in ein anderes Zimmer begeben, muss da nicht die Lichter anmachen, sondern kann tatsächlich mit diesem kleinen Licht auf dem Kindle oder Tolino sehr gut lesen. Kann noch ein paar Seiten lesen und gut ist. Ja, und ich kann es halt auch praktisch mit in Urlaub nehmen, wenn ich jetzt sage, ach, ich will 3 Bücher in diesem Urlaub lesen, fliege aber und kann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Super, habe ich den kleinen E-Book-Reader, da habe ich dann 10 oder 20 Bücher drauf und es wiegt nichts. Also es ist tatsächlich praktisch. Und auch wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeitsstelle oder zur Uni unterwegs bin, habe ich das Ding in der Tasche. Es wiegt nicht viel, aber ich bin in der Lage, jederzeit ein Buch rauszunehmen und da drin zu lesen, ohne jetzt irgendwas Schweres zu tragen. Also das finde ich tatsächlich ist auch nochmal ein Add-on, wobei trotzdem für mich zumindest nichts über ein wirklich richtiges Buch geht, wenn man es riecht und wenn man es aufschlägt. Aber man will ja auch diese Liebe auch erst wieder ein bisschen entdecken. So, der letzte Punkt ist das Thema Geduld. Also habt Geduld mit euch. Die meisten, die nicht so gerne lesen oder nicht mehr lesen, sind oft auch noch geprägt aus der Schulzeit. Also man musste jetzt irgendwas lesen. Es war irgendwas, was man nicht verstanden hat, was eine komische Sprache hatte, was total langweilig war. Und dann hat man schon keine Lust mehr. Und man geht dann eigentlich fast so ein bisschen davon aus, dass vielleicht jedes Buch so ist, was natürlich nicht stimmt. Aber wie bereits schon mehrfach jetzt erwähnt, es ist eben schwierig, das Buch, was einen selber begeistert, tatsächlich aus dieser Masse herauszufischen. Also habt Geduld mit euch, bleibt auf der Suche, setzt euch kleine Ziele, setzt euch kleine Schritte, fragt vielleicht auch in eurem Freundeskreis mal rum, so nach dem Motto, ich würde gerne wieder lesen, könnt ihr irgendwas empfehlen? Wenn ihr eine Empfehlung habt, ladet euch eine Leseprobe runter. Über diese Leseprobe könnt ihr herausfinden, ja, das könnte mir auch gefallen oder nee, das ist dann doch nicht so meins. Also Bücher sind wirklich was sehr, sehr Individuelles und es ist schön, wenn man liest, wenn man das Richtige für sich rausfindet, aber es ist eben auch nicht so einfach. Und was natürlich auch eine Form des Lesens ist, sind Sachbücher. Also auch wenn man jetzt das Gefühl hat, ich will jetzt nichts zum Lernen oder so haben, kann man natürlich die Sachbücher ganz wunderbar integrieren über Sachen, in die man jetzt gerade ein Interesse hat. Also über Ernährung, über Sport, über Fotografieren, was weiß ich, Gärtnern. Es gibt ja zu allem Sachbücher. Es gibt Bücher zum Thema Kreativität. Es gibt ganz, ganz tolle Sachbücher, die mittlerweile auch nicht trocken und erklärend geschrieben sind, sondern sehr bereichernd geschrieben sind und einen auch tatsächlich erreichen und auch einen Veränderungsprozess in einem anstoßen. Also auch ein Sachbuch ist eine tolle Form, was zu lesen und darüber noch was zu erfahren. Oder ich liebe es ganz besonders, ein Reisebuch, wenn ich weiß, im Sommer fahre ich da und dahin oder ich würde ganz gerne vielleicht mal nach Kambodscha fahren, aber weiß nie, ob das jemals zustande kommt. Also lese ich gerne mal einen Reisebericht über jemanden, der mit dem Rucksack durch Kambodscha gefahren ist. Es gibt ja mittlerweile fast zu jedem Thema ein Buch und das ist das Tolle. Also man kann sich auf eine Entdeckungsreise begeben und dann auch das Buch für sich finden. Versucht mit euch geduldig zu sein, gebt nicht zu schnell auf. Schaut, dass ihr
jemanden findet, der euch vielleicht dann auch ganz gut beraten könnt. Aber versucht erstmal für euch zu klären, in welche Richtung es grob gehen will, damit derjenige oder diejenige, die euch beraten, tatsächlich so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, in welche Richtung es gehen soll. Ja, dann hoffe ich, dass ihr euch ein schönes Buch aussucht, dass ihr in diesem Jahr anfangt, ein bisschen mehr zu lesen. Und mich würde das total interessieren, ob ihr schon ein Lieblingsbuch habt, ob ihr eine Empfehlung hier drunter geben könnt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt zu Büchern oder zu Themen da drum herum, jederzeit in die Kommentare. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.